Hallo zusammen, wir machen heute Cookie Dough, also essbaren Keksteig ohne rohe Eier. Und ihr könnt aus meinem Basic-Rezept heute 1000 Varianten machen. Ich glaube, ich zeige euch heute 3 Varianten, vielleicht auch mehr, mal schauen. Cookie Dough ist ja eigentlich so ein Trend aus Amerika. In meinen Augen ist es gar kein Trend mehr, sondern ein Grundnahrungsmittel. Also wir fangen jetzt direkt mal an. Wir können beim Cookie Dough kein Mehl einfach als solches benutzen. Es ist jetzt hier ganz normales Mehl, Type 405. Wir müssen das aber vorher einmal erhitzen, erwärmen. Ich mache das im Backofen. Das dient einfach dazu, dass man so ein bisschen die Bakterien abtötet. Das ist ja streng genommen ein Naturprodukt. Und dafür mache ich das jetzt so. Ich nehme hier mein Backblech, gebe da einfach das Mehl drauf, verteile das so ein bisschen. Ihr könnt das übrigens auch in der Pfanne machen. Einfach eine beschichtete Pfanne nehmen. So. Und das. Können wir kurz darüber reden, wie braun du bist? Ich? Ja. Okay, wir waren im Urlaub. Wir kommen frisch aus dem Urlaub und danach waren wir in der Türkei für unsere Haselnusscreme. Dazu gibt es auch bald ein extra Video. Daher haben sie das hinter der Kamera aber auch ziemlich braun. So. Und das gebe ich jetzt in den Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Da reichen echt so 10, 11 Minuten. Das Mehl nimmt auf jeden Fall eine andere Farbe an, nicht wundern. Das geben wir aber bis zum Auskühlen an die Seite. Und jetzt machen wir weiter mit den anderen Zutaten. Ich habe jetzt hier Butter. Wichtig ist, dass ihr die Butter erhitzt. Das habe ich jetzt in der Mikrowelle gemacht. Geringe Wattzahl, sonst platzt die euch und die ganze Mikrowelle ist schmutzig. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr die Butter bitte auskühlen lasst. Die gebe ich jetzt hier in meine Schüssel. Und anschließend gebt ihr Zucker dazu. Und beim Zucker ist es so, dass ich eine Mischung aus weißem Zucker und braunem Rohrzucker nehme. Und dann gebt ihr noch von meinem Vanilleextrakt dazu. Das gibt dem Ganzen so eine gewisse Grundnote und dann schmeckt euer Cookie Dough, euer Teig, auch nicht nur nach Zucker pur. Und ich finde auch gerade das Gemisch zwischen weißem und braunem Zucker, das hat dann auch wieder so eine karamellige Note. Wenn ihr nur pur weißen Zucker nehmen würdet, dann wäre das so ein bisschen pappig. Also ich finde, das ist einfach dieses Feine, was ihr dann am Ende rausschmecken werdet. Und falls ihr euch wundert, das ist mir auch wichtig zu sagen, warum die Butter abgekühlt sein soll. Ich möchte nicht, dass die Zuckerkristalle sich darin sofort auflösen und die Konsistenz verändert sich ansonsten. Also die Konsistenz so ist perfekt. Hamza, kannst du da noch mal nah rangehen? Du bist ja richtige Chemikerin, ich habe gar keine Ahnung, was du laberst. Hier, ich habe ganz oft schon Cookie Dough ausprobiert und die Rezeptur gefällt mir am besten. So, und jetzt kommt das abgekühlte Mehl zum Einsatz. Ich siebe das Ganze nochmal, weil auch hier noch ganz kleine Stückchen drin sind und ich möchte die eben nicht da drin haben. Also einmal noch mit dazu sieben. Und die ganz genauen Mengenangaben, oh Gott, gar nicht gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt habe ich alles miteinander verrührt und mit dem Kochlöffel funktioniert das einfach besser, weil die Masse ist schon sehr... Was willst du dazu sagen? Was? Also nicht kompakt, sondern Klebrig. ja, klebrig definitiv, aber halt auch sehr Fest. wuchtig. Fruchtig, okay. So, haben wir es jetzt auch mal. So, und da gebe ich jetzt einen Schluck Milch rein, so nur ein bisschen. Und ihr werdet selber merken, wie die Konsistenz ist, wie sie euch am besten gefällt. Ich werde das Ganze gleich auch nochmal für 15 Minuten in den Kühlschrank tun, damit auch nochmal alles richtig schön ziehen kann. Also nach 15 Minuten im Kühlschrank ist die Konsistenz schon echt anders. Daher gebt die Milch auf jeden Fall dazu. Auch ich hatte, als ich das Rezept hin und her getestet habe, Bedenken, soll ich jetzt noch Milch dazu tun oder nicht. Aber Milch in Kombination mit dem Mehl ergibt dann schon wieder eine ganz andere Konsistenz. Aber es braucht halt dann eben kurze Kühlschrankzeit. So, und jetzt teile ich meinen Teig auf. Und zwar in 3 Portionen, denn ich möchte 3 verschiedene Varianten machen. Und grundsätzlich könnt ihr ja unendlich viele Variationen machen. Schreibt mir dafür einfach mal in die Kommentare, was für Variationen ihr noch kennt, was ihr mögt. Vielleicht kann ich ja noch ein zweites Video machen mit zum Beispiel 10 weiteren verschiedenen Cookie Dough Varianten. Ich bin mir übrigens nie sicher,
ob es Cookie Dough oder Cookie Do oder Cookie Duff heißt. Doof. Cookie doof. So, jetzt habe ich den ersten Cookie Dough mit weißen Schokoladenstückchen getoppt, den zweiten mit ganz schön bunten Streuseln und den dritten mit Oreos und Vollmilchchunks. Und ich weiß gar nicht, welche ich jetzt als erstes probieren soll. Ich probiere jetzt einfach mal meinen persönlichen Favoriten, nämlich den mit den Vollmilchchunks. Und das riecht schon so gut. Das riecht einfach so, so gut. Ich habe in meinem Leben noch nie Cookie Dough probiert. Nein, ehrlich? Ich dachte, es wird noch gebacken oder so. Ja, der Hamster sagt gerade allen Ernstes, ja. Und jetzt so Ofen vorheizen? Ich so, nein. Boah, sehr geil. Ehrliche Meinung. Sei mal ganz ehrlich. Okay. Es schmeckt so, als hätte man jetzt einen Teig vorbereitet, der in den Ofen wandern muss. Das heißt, es schmeckt so ehrlich. Es schmeckt so ehrlich. Es schmeckt halt so, wie wenn Mama backt früher und ich dann vorher, bevor die in den Ofen packt, den Teig. Genau. Ich nasche. Und du einmal naschst. Okay. Und am Ende die Reste. Geil, Genau so ich schmeckt liebe das. sowas. Richtig, richtig gut. Natürlich, nicht künstlich. Einfach nur ein Traum. Macht es unbedingt nach. Ihr werdet es nicht bereuen. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare die weiteren Möglichkeiten. Ich möchte gerne ein zweites Video dazu machen und dann einfach mal verschiedene crazy Möglichkeiten ausprobieren, wie Salted Caramel oder Haselnusscreme. Haselnusscreme. Also ganz viel Freude beim Nachmachen. Vergesst nicht, diesem Video ein Däumchen nach oben dazulassen und unbedingt ein kostenloses Abo hier unten. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Rezeptvideo. Tschüss, eure Kiki.